Die Abenteuer Allrad 2023 zusammen mit Fuzzi. Hallo Fuzzi. Ja, moin, grüß dich. Das ist ja der Hammer. Allein die Folierung, muss ich ja mal sagen, die fällt natürlich unglaublich auf. Ein D-Max von Isuzu. Man kennt diese Fahrzeuge im Garten- und Landschaftsbau. Genau. Normal ist hier ja jetzt nichts mehr, oder? Nee, normal ist natürlich wirklich gar nichts mehr. Wir hatten halt einfach mal Lust, was Besonderes zu machen. Und der Isuzu ist halt auch dafür so eine gute Basis, dass wir gesagt haben, komm, wir nehmen jetzt mal ein paar Portalachsen, machen es mal wieder so wie die Offroader aus den 80er Jahren, Starrachsen drin, richtig ultra heavy duty. Und ja, Portalachsen gefunden, eingebaut, große Räder, super gute Stoßdämpfer. Also alles, was Spaß macht, ist in dem Auto verbaut. Eine Frage, du bist jetzt direkt von Isuzu, oder? Nee, ich habe eine eigene Firma. Meine Firma ist die Firma FCS Offroad. Und ich bin für Isuzu Deutschland Markenbotschafter, weil ich schon seit 2007 für die im Offroad-Bereich tätig bin und solche Geschichten alles für Isuzu Deutschland mache. So, ihr habt hier eine Portalachse reingedeutet. Ja, genau. Ja, ein Freund von mir vertreibt die Dinger und ich habe gesagt, komm, jetzt machen wir es mal richtig. Volvo oder was ist das? Volvo, genau. Ist vom Lappländer. Krass, also dass man die mal in einem Isuzu sieht, ist. Ich zeige mal gerade ein nettes Detail. Darf ich das mal Ja, zeigen? mach mal, Das steht hier um die Ecke. Das ist eine Bierflasche. Wir sind nämlich heute Aufbautag. Da darf man das mal Natürlich. machen. Und die ist auch wirklich von mir. Weil wir haben vorhin die Zelte halt drauf gebaut noch und haben es alles für die Messe noch fertig gemacht. Und da hat man natürlich ein bisschen Durst manchmal. Wenn du mal so lieb bist, komm mal links neben mich, Ja. dass wir das Auto mal ein Ja. bisschen freier zeigen und mal drauf machen. Der hat jetzt ein Dachzelt oben drauf. Du hast, ist das jetzt ein Auto mit den Reifen, darfst du auf der Straße fahren? Naja, also nein, so wie er jetzt ist, wirklich nicht. Wir können ihn Straßen zulassen. Wir drucken gerade Verbreiterung. Wir haben das Auto gescannt und machen jetzt eigene Verbreiterung. Müssen dann noch mal die Lenkung ein bisschen ändern, weil es eine vollhydraulische Lenkung ist, die du so halt nicht eingetragen bekommst. Aber ansonsten in groben Zügen mit noch ein bisschen Arbeit ist er auch straßenzulassungsfähig. Also ich zeige das mal, damit die Leute das verstehen. Der steht so ein bisschen über, ja, und das kann man mal hier gucken. Und das ist in Deutschland, glaube ich, nicht erlaubt. Nein, das ist nicht erlaubt. Aber ich mag diesen American Style, weißt du, das ist so, für mich ist so ein Ding, so Moab Trial, so Utah. Ja, klar, so ist das geil. Aber das ist so Ami-Styler. Das finde aber ich jetzt halt cool. kriegen die Deutschen natürlich direkt Angst, weil die sagen, da könnte ein Stein ja hochgeschleudert werden. Und Ja, deswegen muss man hier dann eine Verbreiterung machen. Genau. Die wird wie gemacht? Ist es GFK oder wie macht Nee, wir drucken die tatsächlich am druckt 3D-Drucker. die? Ja, wir drucken die am 3D-Drucker. Wir haben jetzt einen riesengroßen Drucker gekauft, haben das Auto ganz gescannt und drucken die jetzt so, wie wir sie haben wollen. Ach so, ihr habt das Auto. Das heißt, die Daten gab es so nicht. Ihr Die habt die gab's einmal nicht. 3D. Nein, genau. Und da wird dann in den Verbreiterungen wird dann auch natürlich klar für meine Firma dieses FCS Offroad drinstehen, so ein bisschen, also dass wir da natürlich auch so ein bisschen Werbung für uns machen. Und ja, aber so geht's heute. So, fangen wir mal von vorne an. Was sind das für Felgen? Das sind, ja, die haben wir anfertigen lassen, weil wir haben erstmal mit einem Zollstock da gestanden und haben gesagt, wie viel ET wollen wir denn haben? Und wir haben uns jetzt geeinigt auf eine ET von -6. Was ist denn das ET? Na, die Einpresstiefe von den Felgen, wie weit die rauskommen, wie Die weit die nach ET. innen gehen. Genau, genau. Die gute Ne? alte ET. Die gute alte ET. Und wir haben gesagt, wir wollen es halt wirklich so weit raus haben, dass es halt auch wirklich diesen Style hat. Wir haben ja auch den Radstand verlängert, damit das wirklich alles zusammenpasst, weißt Warte, du? ich zeig das mal hier vorne, dass man das mal sieht. Die Portalachse, die hier drauf ist, die hat ja einen Grund. Denn du könntest den ja gar nicht so hochlegen, dann wäre der Winkel wahrscheinlich vom Kardan so schlimm, das Genau. ging nicht, oder? Genau, da müsstest du wieder eine Kardanwelle anfertigen lassen. Und das Schöne ist halt auch, du hast die Reifen relativ weit unten, aber das Differential ist verschwunden. Das ist weg, das ist hochgelegt, Das oder? ist einfach oben bei einer Portalachse, genau. Du hast diese fast 20 cm, die du gewinnst. Das Differential ist 20 cm weiter oben als bei einer normalen Achse. Und das ist halt durch die Portale möglich. Ne? So, jetzt klär mich mal auf, du hast eine hydraulische Lenkung, oder was? Genau, wir haben eine vollhydraulische Lenkung. Und zwar haben wir ganz witzig, wir haben Zeig mal mit dem Finger drauf, dass man die mal sieht. genau, das ist hier die vollhydraulische Lenkung. Warte, ich gehe mal von vorne, dann können wir die mal gucken. Genau. Also das ist die vollhydraulische Lenkung. Genau, So. das ist hier die vollhydraulische Lenkung. Und wir haben den Antrieb, die Hydraulikpumpe, da haben wir vom Mercedes-Benz vom 123er, haben wir eine Riemenscheibe genommen, haben die abgedreht, gebohrt und haben die auf die originale Riemenscheibe, auf die Kurbelwellen-Riemenscheibe vom Isuzu geschraubt. Du bist total krank, weißt du das? Ja, also ja, es hilft aber auch Aus dem bei solchen Umbauten. 123er. Ja, aus dem 123. Ja, genau. So, und dann das Fahrwerk. Fangen wir mal damit an. Druck- Genau. und Zugstufe kannst du. Können wir einzeln verstellen. Ne? Das ist ein Triple-Bypass-Stoßdämpfer. Wir haben eine Möglichkeit, zweimal die Druckstufe zu verstellen und einmal die Zugstufendämpfung zu verändern. Ja? Haben dazu noch einen höhenverstellbaren hydraulischen Bumpstop und natürlich auch, damit die Achse nicht so auf die Endanschläge vom Stoßdämpfer knallt, Achsfangbänder noch montiert. Ja, das Ganze noch dann mit eigens angefertigten Bremsleitung, Stahlflex-Bremsleitung gemacht, damit wir einen schönen direkten Bremspunkt haben. Ja, mit den großen Rädern. Wir haben auf 4 Kolben Festsättel umgerüstet, damit das Auto auch wirklich anhält, wenn du mal rauftrittst. Die entsprechende du fährst jetzt durch eine Watttiefe durch, ja.
Und dann ist das Problem, könnte ja in das Getriebe irgendwas eindringen, zum Beispiel Wasser. Wie habt ihr das gelöst? Na, wir haben auch die Entlüftung, alles nach oben Die Entlüftung ist oben. Genau, es ist alles nach oben gelegt. Wir haben ja auch die Sperrenbetätigung von den Vorderachsen, von Vorderachse, Hinterachse, alles oben. Alles oben. Alles oben, da kann gar nichts reinlaufen. Und die Watttiefe? Die Watttiefe ist ungefähr 1,50 Meter, 1,60 Meter. Und da läuft doch nichts rein? Nö. Nee, okay, hast Nee, wahrscheinlich kann ja nicht. So, dann hast du einen ganz kleinen Rahmenschutz hier dran gemacht. Den darf ich auch mal kurz zeigen. Genau, wir haben einen Rockslider montiert, weil das ist halt schon, wenn du mal wirklich ein Flussbett lang fährst, über ein bisschen Steine kletterst, gerade viel in Rumänien, wenn wir unsere Trophys fahren, hast du das ja oft und der ist auch wirklich am Rahmen verschraubt. Das heißt, der ist also auch wirklich super stabil. Ne? So, ich zeig mal, du hast da vorne was, ja, also man kann es kaum sehen, aber es ist so geil gemacht, ja. Du hast eine Beschriftung schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Ja, genau. Das ist so ein bisschen Ghost-mäßig, das ist auf den Türklinken auch zu sehen. Das ist halt, das macht mein Folierer immer ganz gerne. Der hat eine coole Werbung für uns da reingemacht. Genau, weil es ist auch auf der Türklinke zu sehen. Also, wir werden mal ein bisschen Werbung machen. Der heißt FCS Offroad. FCS Offroad, genau. FCS, der ist wo, der Folierer? Der ist in Bremen tatsächlich. Mein Kumpel Alex von Wrap Your Stuff. Ganz cooler, kreativer Kopf. Der hat auch schon meine anderen Isuzus alle foliert und ich vertraue ihm da total. Der macht auch für mich gerade eine neue Firmenfolierung für alle meine Firmenfahrzeuge und so weiter. Krass. So, jetzt Luftfederung. Nee, ist ja nicht. Ist nicht was ist denn das hier? Ach, ist das der Tank oder wie? Das ist der Tank, genau. Wir haben ganz normale Blattfedern. Die sind Ich dachte, das wären die Bälge. Du hättest ja noch riesen Omnibus. Nee, ist ja hier eine normale Federung drin. Genau, das sind normale Blattfedern. Wir haben es ein bisschen verändert, weil du über die Stickstoffbefüllung der Stoßdämpfer kannst du immer auch noch die Höhe ein bisschen nachregulieren. Ja, also wir haben jetzt da so eine gute, ja, was im Alltag funktionieren wird, was auf Feldwegen gut ist, wenn du mal mit 120 durch den Wald willst. Bitte was? Also quasi, wenn du mal so ein bisschen Waldwege fährst. Mit 120 durch den Wald. Till. Habe ich 120 laut gesagt? Das ist ein geiler Typ. Die kommen aus Berlin. Kommt aus Berlin? Wir kommen aus Berlin, ja genau. Die haben da Wälder. Ja, wir dürfen. Nein, aber du kannst halt schön ballern mit dem Ding, weil du merkst natürlich auch jeden Klick in der Verstellung bei dem Fahrwerk, weißt du? Aber was machst du vom Beruf eigentlich? Naja, ich bin froh darüber, dass ich Markenbotschafter von Isuzu Deutschland aber bin. ist ja kein Beruf, oder doch? Oder Na, ich hab verschiedene Berufe. Also ich habe viel gelernt. Ich bin Kfz-Mechaniker, bin Rettungsassistent, bin Fahrsicherheitstrainer bei der DEKRA am Lausitzring, mache da die ganzen Trainings für. Aber womit verdienst du denn? Kann ich das Auto bei dir kaufen so? Könntest du auch bei mir kaufen so. Also wenn ich jetzt verrückt bin und sage, ich will genau so ein Teil haben, Klar, kein Problem. mit den Verbreiterungen, dass ich ihn auch auf der Straße fahren kann. Genau, das können wir auch alles realisieren. Ist das genau. ein Diesel? Das ist ein Diesel. Und zwar, jetzt kommt das ist der 1.9er. Weil wir haben schon gesagt, Mensch, der Isuzu hat einen 1.9er Motor. Wir haben ja 4-mal hintereinander diesen Green Light Truck Award gewonnen, wegen dem besten CO2-Ausstoß und so weiter. Und haben gesagt, das behalten wir. Wir haben es über die Übersetzung der Achsen gemacht. Wir haben die Achsen halt kürzer übersetzt und mit den großen Rädern und der kurzen Achsübersetzung fährt das Auto wie original. Krass. Ja. So. 6,5:1 Achsübersetzung und dadurch fährt er halt wirklich wie ein ganz originales Auto mit den kleinen Rädern. Und du hast halt einfach einen Verbrauch von unter 8-9 Liter. So, da hinten ist jetzt das Logo, was da drauf ist. Wenn du mal gerade das Bauteil beschreibst, von was reden wir? Also das ist das Differential. Ja. Und das ist das Logo von einem guten Freund von mir, von dem Matthias Bader von MadBad 4x4, der den Umbau realisiert hat nach meinen Ideen, weil das ist einfach ein wirklich gottgleicher Handwerker. Und Der ist gottgleich. meine Fresse, ey, du glaubst nicht, wenn du den schweißen siehst, fängst du an zu weinen vor Freude. Also so jetzt mir als Petrolhead. Der ist wo? Wo ist der Der ist in ansässig? Passau ansässig. Der baut in Passau die geilsten Jeeps und Buggies aus Deutschland und ich konnte ihn halt für so ein, sage ich mal, normales Projekt gewinnen, weil er gesagt hat, du, das ist ja geil, Fuzzi, das habe ich ja auch noch nie gebaut, lass uns das mal zusammen machen. Aber hier diese Volvo-Portalachsen hier einzubauen, das ist, wer kam denn auf die Idee? Das war meine Idee, weil ich kenne halt jemanden, den Eike von Hardstyle Offroad, der die Dinger in Deutschland vertreibt. Also das sind, wisst ihr, das sind alles so meine Netzwerke, Freunde von mir, mit denen ich zusammen Rennen gefahren bin. Also die meisten würden jetzt sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht, wir sind nicht in Amerika, das ist hier keine Show. Sowas kann man in Deutschland realisieren. Ja klar, das kannst du realisieren, wenn du die richtigen Leute kennst. Wir müssten Matthias, dann hast du den Eike von Hardstyle Offroad, der die geilen Parts am Start hat, von dem haben wir alle Parts bestellt, weil der weiß halt, was ich brauche. Weißt du, der sieht die gleichen Bilder wie ich, wenn ich mir so ein Auto ausdenke. Ja, wichtig ist auch, dass der TÜV oder DEKRA mitspielt. Ihr kennt die Leute alle, Genau. die kennen euch. Genau. Ihr könnt Genau. das im Vorfeld abstimmen, nehme ich an. Natürlich. Ne? Du musst halt immer einen Prüfer finden, der Zeit hat, sich da auch hinzulesen. Das kannst du auf einem normalen Dienstweg in der Prüfstelle selten machen. Aber wenn du wirklich bei den Leuten bist und die auch mal direkt von der Homologationsabteilung fragst, dann kriegst du schon ganz andere Antworten. Ne?
So, was ist hier oben drauf? Was habt ihr drauf gemacht? Ja, das ist mein Spielzeug. Das ist erstmal meine KTM, weil ein bisschen Motorradfahren im Urlaub muss ja auch sein. Ja, und wenn du hoch in eine Bergerin fährst und von da aus, wo es mit dem Auto nicht weitergeht, fährst du halt den Bomber weiter. Du hast natürlich das aus dem Internet bestellt. Das, was witzigerweise im Ausland keiner hinterfragt. Ja, das ist ein Sportkennzeichen. Also es hinterfragt niemand. Du fährst damit in Frankreich rum, kein Mensch interessiert sich dafür. Genau, das sind deutsche Sportkennzeichen. Wenn du im Offroad-Wettbewerb fährst, wie ich immer noch in der Super-Senioren-Klasse, dann kannst du dir halt so ein Sportkennzeichen für dein Moped holen. Und dann Wie Seniorenklasse? Ich war Super-Senioren, ich bin da schon fast 60, Alter. Ich gedacht, der Bart wäre gefärbt. Nein, Mann, der ist wirklich so weiß geworden. Echt? Ich weiß es nicht. So, Er fährt du wie bist die immer- ganze Zeit wie so ein Geist hier schon rum. Stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin Jörg von Isuzu und Fuzzi und ich arbeiten relativ häufig zusammen auf sehr, sehr Roadshows, häufig zusammen. wie auch hier. Und, das Ich habe gedacht, Isuzu wäre so, wär so eine Rentnermarke. Also die so irgendwie, ihr könnt ja richtig geile Sachen machen. ja, natürlich, aber eine Rentnermarke, bitte. Also wir sind in Thailand sind wir beispielsweise mit Marktführer. Also wichtig ist, weltweit werden solche Fahrzeuge, die ihr fahrt, am allermeisten verkauft. Also ich weiß zum Beispiel, also selbst fahre zum Beispiel einen Toyota Hilux, das ist überall angekommen, aber in Deutschland ist das noch nicht so richtig angekommen. Die werden dann verschrien als Spritfresser, als schlimm und so weiter. Kommt das langsam? Weil eure Fahrzeuge sind wunderschön. Guck dir mal den blauen hier an, der da ist. Danke sehr. Ja. Da habe ich es jetzt wieder rausgeholt. Spritschleuder, wenn du vorsichtig fährst, unter 8 Liter. Also ich selber, darf dazu sagen, ich fahre ja auch einen umgebauten Hilux gerade. Der ist natürlich nicht so hoch wie deiner, aber das sind ja schöne Fahrzeuge. Ist das so ein Männertraum oder fahren auch viele Frauen das? Naja, na klar, nee. Also meine Gräfin zum Beispiel, die fährt auch ihren eigenen Isuzu. Ich habe zum Glück mehrere davon. Die hat auch mit 35 Jahren fährt meine Frau ihren. Und die ist total begeistert, weil der Isuzu so sehr handlich. Weißt du kann ihn halt wirklich auch bei uns in der Stadt auch mal fahren. Mit seinen 5,30 Meter hast du trotzdem einen super kleinen Wendekreis, sodass meine Frau halt auch ja keine Schmerzen hat, damit zu fahren. So, die Blinklichter habt ihr blau eingefärbt, damit das passt zu der Folierung. Naja, ja, ist halt ein Spielzeug, ne? Ist halt witzig, wenn man das mal drin Gag, hat. also jetzt das hier für ist die wirklich Messe. nur ein Gag, genau. So, also wir kommen nochmal zurück zu deinem Auto, dass wir da reinkommen. Wie groß bist du? Ich war mal 1,80, bevor ich geheiratet habe. So, steig mal ein. Ich will mal sehen, wie du das machst. Ich habe tatsächlich den Schlüssel dafür gar nicht da. Hat jemand einen Schlüssel? Carsten! Ist das? Also, ich will mal sehen, wie du da hochkommst. Ja. Ist relativ einfach. Es ist relativ einfach, weil du hast halt guten Griff, wo du dich festhalten kannst, der auch an der A-Säule wirklich fest ist. Der ist da sehr mäßig drin, gell? Guck mal, der So, Griff ist zum auf. Beispiel serienmäßig. Und der Rest ist einfach Technik. Du nimmst einfach den, steigst drin Geht. und sitzt drin. So, sitzt drin. So, ich zeig mal gerade, was hier vorne ist. Front Airlocker. Was ist das? Genau, das ist halt die Sperre, das ist die Sperrenbetätigung. Okay, verstanden. Ne? Genau, das können wir alles machen. Ansonsten haben wir halt einen großen Bildschirm. Groß Navi drin, DAB Plus Navi, Radio. DAB Plus, 9 Zoll, Also genau. das ist der Original Isuzu innen eigentlich, wie jeder Gartenbaubetrieb den fährt. Klar, Bretterbude, weil du siehst ja selber, wir haben Gummi-Fußmatten drin, dass man die auch ausspülen kann. Für den Offroad ja auch nicht ganz unwichtig. Und deshalb haben wir auch das Auto gewählt für den Umbau, weil es halt einfacher sauber zu halten ist. Allradantrieb normalerweise zuschaltbar, oder? Genau, der ist bis 100 km/h zuschaltbar, dann ist auch das Verteilergetriebe gesperrt. Ne? Und wenn du Untersetzung einwillst, klar, da musst du anhalten, Leerlauf einlegen und dann die Untersetzung die Geländereduktion. Es geht ja nichts über, ich sag mal, eine starre Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse im Offroad-Betrieb. Jetzt machen viele das ja mittlerweile als permanenten Allrad elektronisch. Was hältst du denn davon? Na, also es hat sicherlich seine Vorteile, ne? Klar, aber ich bin halt auch so ein Verfechter von der alten Technik. Wenn ich Allrad haben will, dann brauche ich den auch. Und dann ist es mir wirklich recht, wenn das Verteilergetriebe beim Einschalten noch gleich gesperrt ist. Weil dann will ich es auch so. Weil du kannst den, wie gesagt, bis 100 dazuschalten im Schnee, Regen. Wenn du denkst, du brauchst den, machst du ihn halt dazu, dann hast du ihn. So, die können auch viel. Das hier ist nicht nur ein Showcar. Hast du die mal bewegt im Gelände hier? Ja, na klar. Ich bin mit meinem Isuzu zum Beispiel bei der GPS Trophy Romania schon mal auf den 5. Platz gefahren. Und also du kannst lag auf dem 2. Hatte Mit dem 1,9 Liter? Mit dem 2,5er noch, mit dem Vorgänger. Ja, 2,5er. Genau, mit dem 1,9er bin ich gerade die Five Mountains gefahren, war damit auch sehr zufrieden, auch mit 35er Rädern. Okay, was hat der für einen Drehmoment eigentlich? Der hat knapp 400 Newtonmeter, 360 Newtonmeter. Ordentlich, oder? Genau. Und den haben wir ein bisschen gechippt. Der hat jetzt 500 Newtonmeter und 200 PS. Echt? Ja, wir haben... Da darf ich mal reingucken vorne? Ja, klar, machen wir. Komm, das war mal. So, und dann kommt er noch mal raus. Er heißt echt Fuzzi. Ich muss, Ja. komme ja über den Namen noch nicht weg. So, hier vorne noch eine kleine Winde. Die Stoßstange, die gibt es so zu kaufen eigentlich? Nee, das ist eine Rivalstoßstange, die
weil wie immer, die Rival-Jungs sind doch gute Freunde von mir. Und die gibt es aber so erst ab nächsten Monat für das Auto. Das heißt also, die Stoßstange haben wir komplett umgeschweißt. Prototyp, oder? Das ist ein Prototyp. Die haben wir komplett umgeschweißt, dass es wirklich zu den Scheinwerfern und der Front passt. Also dieses ganze Teil hier ist von uns. Ja, wir haben es dann mit Herkuliner von Horntools gemacht, damit man halt auch den Übergang nicht so sieht. Nochmal, was hast du gemacht? Mit Herkuliner. Was ist denn das? Das ist so eine Beschichtung, so wie so gummiert Beschichtung, ganz rau. Ja, das ist so, machst du auch mit Laderaumwand. Till, wenn du das mal streichelst, mir mal beschreibst, wie sich das anfühlt. Mach mal. Das ist so ein bisschen zwischen Hammerschlag und gummiert. Genau. Echt? Ja, das ist so wie Raptor-Beschichtung. Das ist so eine ultra widerstandsfähige Beschichtung. Wenn mal Steine gegenknallen oder so, das bricht nicht gleich ab. Das löst sich nicht gleich auf wie eine Pulverbeschichtung. Ja. Das wird dann unterkrochen, dann fängt es an zu gammeln. Und Herkuliner kannst du halt immer ausbessern. Ist in der Sprühdose erhältlich, mit einem Pinsel kannst du machen. Wie wird das jetzt geschrieben? Herkuliner. Ist wie man spricht. H-E-R-K-U. C-U. C-U-Liner. Okay, genau. Alles klar. Das ist der Motor. Genau. Das ist der 1.9er, genau. Was witzig ist, du siehst da drüben haben wir die ganze Hydraulik von der Lenkung. Das ist der Ausgleichsbehälter und gleich mit dem Ölkühler. Ja? Echt? Ja. Der Ölkühler, also Ausgleichsbehälter, Ölfilter und der Ölkühler, genau, der Ölkühler sitzt hier hinter. Da haben wir einen High-Flow-Kühler genommen. Da, ich sehe ihn. Genau, ne? Das ist alles ein System und ist komplett hydraulisch. Ansonsten haben wir alles original gelassen. Das Witzige bei Isuzu ist, du hast an der Stelle, wo wir das eingebaut haben, hast du eigentlich den Platz für die zweite Batterie. Da gibt es von Isuzu, kannst du bestellen, einen zweiten Halter, wie bei Toyota auch. Kennst du ja selber, da hast du 2 Batterien, kannst du bei Isuzu auch bestellen. Und hier war keine drin, haben wir gesagt, super, dann nehmen wir den Platz. So, ist das jetzt das erste Mal, dass man den sieht jetzt hier in der Öffentlichkeit, den Wagen? Ja, wir haben hier wirklich den Rollout. Wir haben ein bisschen geteasert, aber da war er noch in dieser alten roten Farbe, wie du hier siehst. Warte, ich zeig's mal, da oben sieht man es auch noch ein bisschen. Da oben sieht man es auch ein bisschen. Und so jetzt ist wirklich der erste Rollout auf der Messe. Das war auch unser Ziel, dass wir bis hierher fertig werden. Also natürlich, wir haben noch keine so ausgiebigen Probefahrten gemacht. Also der ein oder andere Simmering muss nochmal erneuert werden, weil die Achsen sind aus den 80ern, darf man auch nicht vergessen. Ja, aber das werden wir jetzt noch machen. Wir werden das Auto ausgiebig in Rumänien auch noch mal testen, überall. Ist die noch zu schmieren, die Achse? Oder irgendwas zu machen? Genau, das ist bei Isuzu aber serienmäßig. Genau, du hast Schmiernippel dran bei Isuzu, halt Kardanwelle und so weiter. Kannst du alles noch abschmieren, so wie es sich gehört. Und du liegst mit der Fettpresse unterm Auto, so wie früher. Ne? Das ist doch geil, oder? Ja, mega. Krass. Ja, du bist für den Pflegezustand von deinem Auto selbst verantwortlich. Und ich mag es ja als Petrolhead. Sag noch mal kurz, 1,9 Liter, die Hochzüchtung mit allem drum und dran, da haben ja viele Angst für. Also jetzt gibt es ja ganz neu den Ford, jetzt wieder als klar. 3 Liter V6. Ja klar, ist ein Top-Motor, ist auch schön. Ich habe auch die alten gerne gefahren. Aber die laufen auch gut, ja? Ja klar, die laufen gut. Also wenn du aber den 1.9er fährst, du hast halt einfach diesen geilen geringen Verbrauch und du hast halt wirklich keinen Stress mit dem CO2-Ausstoß und so weiter. Also wir reden hier 8 Liter, kriegt man das hin? Ja, 8 Liter kriegen wir hin. Okay, krass. No? Also es gibt keinen CO2-Stress, das ist ja alles ganz wichtig, dass man das sieht. Genau. Also du hast mich schon mal überzeugt. Was gibt es noch zu erwähnen, last but not least? Was habt ihr noch schön eingebaut? Ja, wir haben natürlich eine TJM-Winde, eine 12er, dass sie auch das Auto wirklich, wenn es sich wirklich mal angesaugt hat, rausziehen kann. Da arbeiten wir gerne mit TJM oder mit Horntools zusammen. Hier in dem Fall eine TJM, weil ich einfach das schöner fand von der Anmutung her, von dem ja, einfach so von der Haptik her. Wisst ihr, das ist, bei mir geht viel, auch ich fasse dann Sachen an und denke, ja, das ist cool, das gefällt mir. Ja. So, das Feedback jetzt ist ja heute Aufbautag, ein paar haben es schon gesehen. Das ist hier, du bleibst dran kleben, oder? Ja, definitiv. Als ich hier raufgefahren bin mit dem Auto, ey Fuzzi, was hast du denn da gebaut? Was ist denn das für ein Albtraum? Ich sage, Jungs, wir haben nicht nur gespielt über den Winter, also wir bauen wirklich coole Sachen. Ne? Also ganz wichtig, dass ihr das wisst, der kam nicht auf diesen Rädern hierher, sondern der hatte Transporträder drauf. Ja, genau. Das habt ihr mir vorhin nämlich schon gesagt. Genau, also ihr braucht keine Strafanzeige jetzt zu machen, das hat keinen Sinn, denn da kommt ja noch was hin. Aber so würde er hier zum Beispiel auf dem Parcours problemlos rauf und runter. Ja, mega locker. Also das ist, da brauchst du nicht mal Sperren für. Brauchst du nicht mal Allrad, glaube ich. Ja, weil der Wagen hat der hat über 1 Meter Verschränkung, der Wagen. So, ich habe noch eine Frage. Das ist jetzt Reifen jetzt von Maxxis, kenne ich vom E-Bike. Bauen gute Reifen. Kann man den auf der Straße fahren? Was denkst du? Naja, also guck mal, wenn du siehst, der ist halt wirklich sehr weich. Ne? Also das ist ein Sticky, den nehmen wir, wenn wir in Wettbewerben fahren, Rumänien, dann fährst du den mit 0,8 Bar. 0,8 mit Internal Bedlocks und dann fährst du den halt auch wirklich, der ist so griffig, da kannst du nasse Bachbetten fahren, der krallt sich da rein. Aber wenn du den auf der Autobahn, ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster, 3000 Kilometer Autobahn, Feierabend. Ist der weg? Dann ist der weg. Okay, so viel gelernt. Also, wenn ihr sowas haben möchtet, und ganz wichtig ist das Call to Action ja immer, an wen muss ich mich denn wenden, wenn ich sowas haben will? An den Jörg Waldmann von Isuzu Deutschland. Isuzu Deutschland. Das heißt, ich kann den in einer zugelassenen Version, könnte ich den kaufen?
Also Irgendwann mal. Als Einzelabnahme sicherlich. Nee, meine ich, aber, als Einzelabnahme. Ja, das ginge schon, aber serienmäßig natürlich ist das. Also wenn ein ich jetzt kleines Garten- und Landschaftsbauer bin, 1%-Regelung ausreizen. Ah nee, ist ja ein LKW. Ja, ich hab nur Wohnung, Arbeit. Ich habe noch nicht mal 1%. Das ist ja auch ein Grund, warum viele auch, ich sag mal, sowas kaufen. Ne? Ja, genau. Selbstständige, die kommen. Könnt ihr mir ein paar Zahlen nennen? Ist das ein Riesenmarkt, Deutschland, für euch? Wie bitte? Ist Deutschland ein Riesenmarkt für euch? Für Isuzu ist Deutschland sicherlich kein großer Markt. Also wir sind in Deutschland, Österreich, Tschechien und Slowakei tätig. Noch nicht. Wir arbeiten daran, dass sich das ein bisschen ändert, ne? Dass die Bekanntheit ein bisschen größer wird, weil das ein fantastisches Auto ist. Aber wie gesagt, in Thailand, in Asien, in Australien ist die Bekanntheit wesentlich größer noch. Oh, Fuzzi, ich muss sagen, das ist ein echtes Highlight. Also wenn ihr noch herkommt, wir werden das Video verfrüht senden, also als echtes Highlight. Ich danke dir recht herzlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Ciao, bis dann. Wir warten hier auf euch. Ciao.